Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Sebastian, wir treffen uns ja heute wieder zu unserem Klartextgespräch, also Gespräche zu steuerlichen Themen, besonders für Mandanten, die es ins Ausland zieht. Und heute, da heißt das Thema der Delaware Flip. Also bevor jetzt hier einer ausflippt, sozusagen, müssen wir das nochmal vielleicht für den einen oder anderen erklären, was das ist. Also es ist ja so, dass immer mehr Nicht-US-Unternehmen, und zwar auch solche, die eigentlich nur ganz gering Geschäftstätigkeit in den USA haben, sich für die Gründung einer sogenannten Delaware Holding Gesellschaft interessieren oder entscheiden. Und dafür gibt es ja verschiedene Gründe. Unter anderem darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. Und bevor wir auf den Flip selbst kommen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen am Anfang, warum machen die das? Also warum ist das generell für Nicht-US-Unternehmen so interessant, da so eine Delaware Holding zu gründen? Was sind die Vorteile, die dafür sprechen? Der wichtigste und meiner Erfahrung nach der einzigste Grund ist der, dass es sehr viel Geld in den USA gibt von Venture-Kapitalgebern. Und viele dieser amerikanischen Venture-Kapitalgeber darauf insistieren, in eine Delaware-Gesellschaft zu investieren. Das hat steuerliche Gründe, das hat Gründe der Einfachheit, was auch immer. Das hat Gründe, dass diese institutionelle Anleger sind und wiederum ihren Anlegern versprochen haben, nur in Delaware-Gesellschaften zu investieren, in US-Gesellschaften und so weiter und so fort. Und da jeder amerikanische Investor, der in dem Bereich investiert, als Standard eine Delaware-Gesellschaft erwartet, deswegen gründen vielfach auch Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum oder auch aus irgendwelchen anderen Ländern eine Holding in Delaware, flippen ihr Unternehmen in diese Holding und das nennt man dann den Delaware Flip. Am Ende des Flips wird also dann die zum Beispiel deutsche Gesellschaft eine Tochtergesellschaft dieser Holding in Delaware. Und damit können dann also amerikanische Investoren, die in die Holding investieren, gleichzeitig auch in das deutsche, österreichische, schweizerische, italienische oder was auch immer Unternehmen investieren, was ja in die Holding dann hineingeflippt wurde. Ja, also das Wort Flip, das macht es irgendwie so, es klingt so einfach, so unkompliziert, klingt auch schnell. Ist es auch so? Also ist es wirklich so, wenn das Unternehmen das vorhat, dass das eine Sache ist, die zügig vonstatten geht, vielleicht auch wenig Kosten verursacht? Also wie kann man sich das vorstellen? Also man kann sich das so vorstellen, dass sich die Anwälte die Hände reiben und sich freuen, eine solche Transaktion hier begleiten zu können, weil es gibt da doch etliche Unwegsamkeiten. Denken wir nur mal an Dinge wie zum Beispiel in Deutschland GDPR oder in der EU GDPR. Denken wir an Themen wie steuerliche Themen, denken wir an Dinge wie Haftung und so weiter und so fort, die natürlich jetzt bei einer Holdinggesellschaft, die hier eine Tochtergesellschaft in einem europäischen Land betreibt, nicht unbedingt jetzt hier direkt zum Problem werden müssen, weil ja operativ und so weiter, auch rechtlich gesehen, das Unternehmen ja, ich sage mal, in Deutschland natürlich bestehen bleibt. Das ist ja natürlich ganz klar. Ja. Aber insbesondere auch in steuerlicher Sicht gibt es natürlich einige Unwegsamkeiten, die hier zu berücksichtigen sind. Auf die eine oder andere gehen wir jetzt gleich mal ein. Deswegen ist das Ganze natürlich nicht zu unterschätzen. Und man muss natürlich sagen, da hier natürlich alle Gesellschafter der Gesellschaft involviert sind, wird es natürlich so aufwendiger und so teurer, je mehr Gesellschafter jetzt zum Beispiel die Deutsche GmbH hat. Ist es denn so, dass zum Beispiel kann es vorkommen, dass Gesellschafter
diesen geplanten Flip auch verhindern wollen und können? Kommt das regelmäßig vor oder sind die alle froh und machen da alle mit? Ähm, Hat es also auch Vorteile von Gesellschaften? naja, also wie gesagt, also der Hintergrund ist ja letztlich, dass jemand dort einsteigt mit ganz viel Geld. Normalerweise profitieren bestehende Gesellschafter ja davon, ja, dass hier jemand mit viel Geld einsteigt, weil dann werden natürlich ihre Anteile mehr wert. Möglicherweise kommt es auch zu einem Teil Exit. Vielleicht können sie gleich ein paar Anteile verkaufen und so. Also normalerweise ist es nicht ein Problem. In den Fällen, wo es ein Problem wird, gibt es normalerweise sogenannte Gesellschafterverträge, Zeichnungsverträge, sogenannte Share Agreements, Shareholder Agreements, wo im Grunde solche Dinge direkt dann geregelt werden, wo also drin steht, dass, wenn es zu einem solchen Szenario zum Beispiel kommt und mindestens 2/3 der Gesellschafter zustimmen, dann müssen auch die anderen Aktionäre oder Gesellschafter ihre Anteile verkaufen, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Okay, macht Sinn. Jetzt hast du schon angedeutet, also es gibt auch die ein oder andere Hürde, wenn ich jetzt so einen Delaware Flip plane für meine Gesellschaft oder Schwierigkeiten. Welche könnten das sein? Genau, also was ja passiert ist, man gründet die Holding in Delaware und dann kommt es zum Anteilstausch. Ja? Das heißt also, die Holding in Delaware übernimmt die Anteile an zum Beispiel der deutschen Gesellschaft und gibt den Gesellschaftern im Gegenzug eben im Tausch dann Anteile an der Holding in Delaware. Im Ergebnis ist dann die GmbH zum Beispiel 100%ige Tochtergesellschaft der Holding in Delaware und die Gesellschafter in der Holding in Delaware, die früher GmbH-Anteile hatten, sind jetzt zu gleichem Maße eben an der Delaware Holding dann beteiligt. So, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ja, das heißt, wenn ich jetzt also ein Event habe, wo ich Anteile an meiner deutschen GmbH veräußere an eine Holding in Delaware, dann ist es in der Regel in Deutschland steuerpflichtig. Ja. Nur in der EU gibt es den sogenannten qualifizierten Anteilstausch, aber wenn das jetzt also hier im Nicht-EU-Raum in den USA zum Beispiel stattfindet, ja, dann müssen letztlich die Anteile zum Zeitpunkt des Verkaufs bewertet werden. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn es ein Startup hat, ja, möglicherweise hat da auch noch gerade jemand investiert, dann kann das mehrere Millionen wert sein. So. Und wenn ich jetzt also dann meine Anteile hier dann an die Delaware-Gesellschaft abgebe und die dann tausche gegen Anteile an der Delaware-Gesellschaft, dann könnte Kapitalertragssteuer in Deutschland fällig werden und wird in vielen Fällen auch, ja. Da muss man also sehr genau darauf achten. Natürlich, es gibt Strukturen, wie man das frühzeitig vermeiden kann, dass das passiert, die natürlich auch viele Gründer ohnehin schon kennen. Aber das sind natürlich dann immer Themen, die dann eben der sorgfältigen Planung bedürfen, weil natürlich die Beträge relativ groß sind. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch kein Exit. Ja, das heißt, es ist ja alles nur Papiergeld und trotzdem muss ich dann, wenn ich es nicht richtig mache, möglicherweise Steuern bezahlen. Und deswegen bedarf eben dieser Delaware Flip der genauen Planung und im Grunde auch schon einer gewissen Vorbereitung, die Jahre davor möglicherweise auch schon notwendig sind. Also da gibt es einiges wirklich, insbesondere steuerlich, was da zu beachten ist. Ja. Aber und da müssen natürlich die entsprechenden Vertragswerke dann geschrieben werden, hier diesen Aktientauschvertrag oder einen Aktienkaufvertrag auf Tauschbasis und so. Und muss dann natürlich, wie das in Deutschland so üblich ist, beim Notar unterzeichnet werden und so weiter und so fort. Also je nachdem, wie viele Anteile die GmbH hier, wie viele Anteilseigner die GmbH hat, kann das schon dann natürlich hier sehr dicke Stapel Papier werden, die hier rumgeschleppt werden müssen. Klingt, abgesehen davon, dass es überzeugende Gründe natürlich hat, die du genannt hast, die dafür sprechen, aber doch schon kompliziert. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Wie lange dauert denn so eine
ja, so eine Operation kann man das nennen. Wie lange dauert so eine Umwandlung der Firmenstruktur, also der sogenannte Delaware Flip? Wie viel Zeit muss ich da im Idealfall einplanen? Also wie gesagt, in Deutschland ist ja doch immer alles kompliziert, ja, Notare und dann muss im Registergericht eingetragen werden und so fort. Ja, also im Grunde genommen, aus amerikanischer Sicht geht das Ganze recht schnell. Wie gesagt, was Zeit braucht, ist die Due Diligence, ja, bei den Gesellschaftern. Was sind die steuerlichen Auswirkungen? Was kann man dagegen tun? Was ist genau zu beachten? Wie kann das Ganze zumindest minimiert werden? Das braucht in der Regel Zeit. Wenn das jetzt alles ganz klar ist und es sind nur wenige Gesellschafter, dann kann das Ganze eigentlich ruckzuck ablaufen. Dann ist es letztlich, bis die Gesellschaft in Delaware gegründet ist, das geht ein paar Tage, dann müssen die Verträge ausgearbeitet werden. Also das ist eine Sache von wenigen Wochen, ja, bis das Ganze im Grunde über die Bühne gebracht wird. Aber halt oftmals sind im Grunde genommen diese steuerlichen Herausforderungen dann, die zu klären, geht halt manchmal ein bisschen länger. Jetzt hast du, abgesehen von dem relativ komplexen Prozedere, schon einiges beschrieben, auch die Vorteile erklärt. Gibt es denn aber auch Nachteile? Also gibt es jetzt Gründe, wo man sagt, also das muss man wissen, was da eventuell auch an Nachteilen auf mich zukommt? Ja, also grundsätzlich natürlich, wie gesagt, ist es oftmals so, dass man keine Wahl hat, ja, sondern der Investor sagt, ich will das so. Und wenn ich jetzt natürlich andere Investoren habe, die das nicht wollen, okay, dann mache ich das nicht, wenn ich mir das aussuchen kann. Und natürlich gibt es auch immer mehr amerikanische Investoren, die auch direkt in europäische Unternehmen investieren. Aber gerade zum Beispiel einer der bekanntesten, also Y Combinator zum Beispiel, ist einer der bekanntesten VC-Geber, die erwarten das immer, diesen Delaware Flip. Ja, das heißt also, und natürlich ist es dann oftmals besser, wenn ich schon im Vorfeld, bevor ich jetzt mit Y Combinator detaillierte Verhandlungen und so weiter eingehe, wenn ich das schon gemacht habe, aber das macht es natürlich für die einfacher, ja, und ich will ja alles so einfach wie möglich für den Investor machen, ja. Also ich habe manchmal schlicht und ergreifend, wenn ich Geld aus den USA will, schlicht und ergreifend keine andere Möglichkeit. So. Wenn ich nicht darauf angewiesen bin, auf das Geld aus den USA, dann brauche ich es auch nicht machen. Natürlich ist es in gewisser Weise umständlich, dann hier eine amerikanische Firma hier zu haben und so weiter. Dann bin ich grundsätzlich, jeweils zahle ich dann Steuern in 2 Ländern, möglicherweise. Das kann dann verschiedene Auswirkungen dann haben. Also das ist nicht immer angenehm, aber wie gesagt, also wenn die Upside natürlich so groß ist, weil ich dann hier meine Anteile für so und so viel natürlich dann verkaufen kann oder durch eine höhere Bewertung dann später bei einem Börsengang sehr viel mehr verdienen kann, nimmt man das natürlich in Kauf, ja. Aber natürlich, wenn man es vermeiden kann, würde man es eher vermeiden, ist ganz klar. Sebastian, welche Unterstützung bietest du jetzt ganz konkret unseren Zuschauern und Zuhörern, für die das ein interessantes Firmenkonstrukt wäre? Also wir können natürlich den ganzen Delaware Flip für unsere Mandanten umsetzen. Ja, das heißt, wir können die Gesellschaft in den USA gründen. Wir würden jetzt natürlich nicht hier die steuerliche Beratung in Deutschland übernehmen. Wir kennen natürlich dort einige gute Steueranwälte, Steuerberater, die den Mandanten hier beraten können. Besser ist natürlich, jeder hat seinen eigenen Steuerberater, dem er vertraut, der die eigene Situation kennt, mit dem man das genau besprechen kann. Aber wir übernehmen hier die Gesamtkoordination, arbeiten dann mit anderen Kanzleien zusammen, die entsprechend dann hier Teile übernehmen und dann entsprechend unsere Tätigkeit ergänzen. Ja, aber wir haben solche und ähnliche Transaktionen immer wieder durchgeführt und eigentlich immer erfolgreich ausgeführt. Ja, also manchmal, wie gesagt, ist es ein bisschen holprig. Es kommt ein bisschen darauf an, was da dann schon vorhanden ist in Deutschland und so. Aber also, man sollte auf keinen Fall davor zurückschrecken. Das lässt sich in der Regel alles organisieren. Genau. So der erste Schritt für Zuschauer, Zuhörer, die jetzt mehr wissen wollen, ist wahrscheinlich, sich noch mehr in das Thema einzulesen, bevor sie dann im zweiten Schritt ein Beratungsgespräch auch bei dir buchen. Wo findet man am besten gute Informationen zu dem Thema?
Also wir posten hier in die Shownotes gleich jetzt nochmal einen Link rein zu einer Seite auf unserer Webseite uskanzlei.com. Da steht das alles nochmal genau beschrieben. Da kann man auch ein Beratungsgespräch buchen, wenn man das Thema und seinen eigenen Fall im Detail besprechen und abklopfen möchte, um zu ermitteln, ob das auch für die eigene Gesellschaft in Frage kommt. Okay, vielen Dank. Wir blenden das ein. Und natürlich auch an alle Zuschauer und Zuhörer immer wieder die Bitte, Fragen, Kommentare gerne auch direkt unten mit eingeben. Ja, schön. Sehr gut. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.